Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und in diesem Video geht es um die Tasche hier. Schnittmuster Salsa. Die Tasche habe ich mir für den Sommer genäht und ich freue mich schon drauf, sie zu nutzen. Vorne drauf hast du eine aufgesetzte Tasche, die einmal mit der Klappe geschlossen wird und Druckknopf, und hier hinten kann man das Fach ebenfalls mit einem Druckknopf verschließen. Innen ist sie super geräumig und hier hinten sind noch Taschen aufgenäht, beziehungsweise eine große Tasche, die natürlich nach Belieben unterteilt werden kann. Zum Tragen hast du dicke Baumwollkordeln. Kordel finde ich immer super sommerlich, erinnert mich einfach an Urlaub und Meer. Hier siehst du die Maße. Die Tasche ist 40 cm hoch, 52 breit und der Boden ist 14 cm tief. Das ist die Rückseite. An dem Stoff konnte ich einfach nicht vorbeigehen, daraus musste ich mir einfach eine Sommertasche nähen. Aber ich habe auch noch andere Modelle genäht. Einmal hier mit Streifen. Streifen gehen ja auch immer und Punkte noch dazu. Mag ich super gerne. Dieses Oliv-Orange finde ich ist auch eine schöne Kombi. Und hier die aufgesetzte Tasche, die wird aus einem Stück genäht. Wie das geht, siehst du gleich in dem Video. Und dann kann man das auch schön mit dem Innenfutter irgendwie so Kontraste erzielen. Oder man kann sie natürlich auch einfach pur nähen. Nur als Shopper, das geht super schnell. Keine Taschen aufgesetzt. Und innen habe ich auch alles weggelassen. Einfach schnell genäht. Und was ich euch auch noch sagen wollte ist, man kann sie auch klein zusammenfalten und dann passt sie auch super in den Urlaubskoffer. Ich hoffe natürlich, mein Schnittmuster gefällt dir und du bleibst dran und schaust dir die Videoanleitung an. Viel Spaß dabei! Dies sind alle Teile, die man für die Tasche benötigt. Viermal den Stoff, das große Stoffstück, zweimal für außen, zweimal für innen. Und beim Zuschneiden direkt hier oben, dort wo der Strich ist, ein bisschen in den Stoff schneiden, als Markierung. Und hier unten steht, was man nach Maß zuschneiden muss. Das sind diese 4 Stücke und einmal die Innentasche. Dann braucht man noch 2 Druckknöpfe, ein bisschen Vlies und hier habe ich noch so ein Stückchen Kunstleder, die Kordel, und das ist für die aufgesetzte Tasche. Da schneide ich erstmal ein Rechteck zu, bügel das Vlies auf den Außenstoff und schneide das dann so direkt zu, indem ich das hier rechts auf rechts lege und das Schnittteil darauf feststecke. Die Rechtecke sind also ein bisschen größer als das Teil, was hier zugeschnitten wird, und mittig darauf platziere ich jetzt das Schnittteil und stecke das an einigen Stellen fest, und wenn das dann so für mich passt, dann schneide ich entlang der Kante den Stoff direkt so rechts auf rechts aufeinander liegend aus. Die Nadeln jetzt lösen, um das Schnittmuster zu entfernen, und direkt wieder aufeinander stecken. Und hier an der unteren Seite eine Wendeöffnung markieren, 12 cm ist die lang. Und an einigen entscheidenden Stellen, gerade hier an dieser Ecke, zeichne ich mir noch die Nahtzugabe ein, damit ich weiß, wo ich da die Nadel im Stoff stecken lassen muss, um eine schöne Ecke hinzukriegen. Und dann vom Anfang der Wendeöffnung bis zum Ende nähen. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Nun hier an den Ecken die Nahtzugabe abschneiden und hier an dieser Ecke bis kurz vor die Naht den Stoff einschneiden und dann an der Ecke die Nahtzugabe wegschneiden und an der Rundung auch ein paar Schnitte in den Stoff machen. Dann an den Längen die Nahtzugabe etwas zurückschneiden.
und an der Wendeöffnung die Nahtzugabe lang lassen. Jetzt wird die Tasche gewendet. Man kann auch mit der Hand dann hineingreifen in die Wendeöffnung und das alles so ein bisschen zurechtschieben. An den Ecken ist es am besten, man nimmt irgendeinen Gegenstand, also ich nehme hier immer so ein Essstäbchen und schiebe die Ecken so nach außen, schön vorsichtig. Ich versuche da immer auf der Seite von dem Stoff mit dem Vlies zu sein, also zwischen Nahtzugabe und Stoff, weil der Stoff halt da noch ein bisschen dicker ist durch das Vlies, sodass man auch nicht Gefahr läuft, da durchzustechen. Und dann die Tasche glatt bügeln. Die Kanten schön flach bügeln. Und die Nahtzugabe von der Wendeöffnung nach innen legen und flach bügeln und zusammenstecken. Nun die Tasche schon mal in ihre Form legen. An dieser Kante wird halt nach oben gefaltet und die Klappe nach unten und über die Stoffbruch bügeln. Die Klappe wird nun von hinter dem Knick an knappkantig abgesteppt und das hier oben mit der Wendeöffnung wird ebenfalls knappkantig abgesteppt und dabei wird die Wendeöffnung geschlossen und hier, wie gesagt, hinter dem Knick beginnen, dann sieht man auch den Nahtanfang nicht und dann einmal knapp an der Kante entlang steppen. Als nächstes kommt der Druckknopf an die Taschenklappe, da kann man das Schnittmuster auflegen, hier die gestrichelte Linie an die Naht und dann mit so einem Prickelstift ein Loch stechen, direkt auch auf dem Taschenteil und dann den Druckknopf anbringen. Die Tasche wird nun auf einem von den äußeren Stoffen positioniert und dafür einmal so die Mitte markieren und dann 5 cm von dieser Kante aus entfernt die Tasche auflegen. Hier ist für mich der Druckknopf die Mitte und so lege ich das jetzt schon mal da auf, dann wird es aufgeklappt und diese Seiten werden nun auf dem Stoff festgesteckt. Auf dem Schnittmuster kannst du sehen, bis wohin die Tasche auf dem Stoff festgenäht wird. Dort stecke ich eine Nadel rein und dann wird das dort bis hier unten zum Knick knappkantig auf beiden Seiten auf dem Stoff festgenäht. Diesen Teil der Tasche nun knappkantig auf dem Stoff festnähen. Die Nähte gut verriegeln. Und zusätzlich zur Sicherung der oberen Naht nochmal ein paar Querstriche nähen, damit auch absolut nichts abgehen kann. Nun den unteren Teil der Tasche so nach oben legen und an dieser Stelle kann man noch ein Label festnähen. Entweder hier an der Seite oder dort unten, das ist alles noch offen. Dann die Kanten auf den Stoff stecken und dann wird das
so im U genäht. Wunder dich nicht, dass bei mir schon eine Naht zu sehen ist. Die Kamera hat nicht aufgenommen und das habe ich jetzt nachgedreht. Einfach so entlang der Kante knappkantig aufnähen. Und die Naht verriegeln, natürlich am Anfang und am Ende. Nun kann man an diese Stelle hier noch einen Druckknopf anbringen. So, unterhalb des Knicks markiere ich mir das jetzt hier mit diesem Nagel und stanze wieder etwas größere Löcher in den Stoff. Und auf die Rückseite von dem Taschenstoff bügele ich jetzt über das Loch das Vlies, das kleine Stückchen, was ich mir rausgelegt hatte. Das kommt an diese Stelle. Zusätzlich kommt zwischen den Stoff und den Druckknopf noch so ein kleines Kunstlederstückchen. Und dann bringe ich den Druckknopf an. Hier sind wir jetzt erstmal fertig. Nun kommt die Innentasche. Dafür den Stoff rechts auf rechts legen und an 3 Seiten festklammern und hier eine Wendeöffnung markieren. Das nun aufeinander nähen, die Nahtzugabe ist 1 cm. Die Nahtzugaben zurückschneiden, außer an der Wendeöffnung, die Tasche wenden und bügeln. Und nun einen Stoff der Innentasche nehmen und die Mitte markieren und an der Innentasche ebenfalls die Mitte markieren. Der Stoffbruch liegt oben. Und dann die beiden Mitten aufeinander legen und der Abstand zu dieser oberen Kante ist wieder 5 cm. Hier ist die Wendeöffnung, die wird jetzt zugesteckt und dann, man kann das Fach offen lassen oder halt unterteilen, wie man mag. Ich mache hier bei 11 cm noch eine Naht, da passt mein Handy dann gut rein. Das Ganze nun knappkantig festnähen und die Naht gut verriegeln. Alle Vorbereitungen sind nun fertig. Wenn man nur den Shopper ohne Taschen nähen möchte, dann geht es hier los. Und zwar mit den kleinen Streifen. Und da werden nun die kurzen Seiten zweimal 1 cm umgeklappt und gebügelt. Anschließend nähst du einmal knapp an dieser Kante entlang und knapp an der äußeren Kante. Das kann man von rechts oder links machen, also ich kann hier ganz gut fühlen, wo die Kante ist und so nähe ich von der rechten Seite jetzt alle kurzen Seiten zweimal ab. So sieht das dann aus. Und dann wird das so links auf links gefaltet und an allen Streifen einmal so die Mitte markiert. Und dann faltet man die langen Kanten aufeinander. Die Mitten, die wir vorhin markiert haben, kommen nun an die kleinen Knipse, die hier an der Schräge sind. Also die Mitte genau an den Knips legen und das Ganze feststecken. Auf dem anderen Außenstoff werden dann die anderen beiden Streifen festgesteckt und dann wird das dort genäht. Die Nahtzugabe ist 0,5 cm. Die beiden Taschenteile sind jetzt fertig vorbereitet und kommen rechts auf rechts aufeinander und werden an den Seiten und am Boden aufeinander geklammert und dann dort mit 1 cm Nahtzugabe zusammengenäht.
Auch die Innenteile kommen nun rechts auf rechts aufeinander und an einer Seite wird eine Wendeöffnung von 14 cm markiert. Und dann werden die Teile ebenfalls an den Seiten und am Boden zusammengenäht mit einer Nahtzugabe von 1 cm. Alle Nahtzugaben werden jetzt auseinandergebügelt. Das funktioniert ganz gut auf so einem Ärmelbügelbrett. Da kann man auch also bei meinem zumindest, kann man auch den Boden drüber ziehen und die Nahtzugabe auseinanderbügeln, und dann liegt das auch schon so schön, dass man die seitlichen Bodennähte hier direkt aufeinander stecken kann. Und das gleiche natürlich an der Innentasche. Und dann wird das alles 4 aufeinander genäht. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Nun kommen die beiden Beutel rechts auf rechts ineinander. Hier kannst du darauf achten, auf welcher Seite du die Innentasche haben möchtest. Und dann erstmal die Seitennähte aufeinander stecken und dann die ganzen Kanten. An der Schräge passen die Knipse aufeinander. Ich habe die Tasche jetzt nochmal gedreht. Das ist natürlich nicht notwendig. Irgendwie dachte ich, man kann das auf dem Hellen besser sehen. Auf jeden Fall wird jetzt einmal ringsherum die Tasche aufeinander genäht. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Also, wenn man es ganz genau machen will, da kann man sich hier noch so an den Schrägen so einen Punkt markieren, bis wohin man nähen muss, um dann die Tasche zu drehen. Bis zum Anfang der Naht so weiter nähen und ein paar Stiche darüber hinweg und dann die Naht verriegeln. An den innenliegenden Ecken, hier an dieser Stelle, die Nahtzugabe einschneiden und an den Ecken, die so nach außen stehen, die Nahtzugabe etwas zurückschneiden. Dann ziehst du die beiden Beutel auseinander und nimmst dir hier die seitlichen Bodennähte, einmal von der Innentasche und von der Außentasche, und klammerst die so aufeinander. So dass die genau aufeinander liegen. Dann werden die Nahtzugaben aufeinander genäht. Die Nahtzugaben nun etwas abschneiden und dann sucht man sich die Wendeöffnung und wendet das Ganze auf rechts. Der Anfang ist am schwierigsten, aber wenn dann die ersten Teile schon durch sind, dann geht es immer besser, aber man muss gleich ordentlich bügeln. So, jetzt kann man es schon erkennen und jetzt geht es weiter. Die Innentasche wird direkt in die Außentasche gesteckt. Das geht ja auch nicht anders, weil der Boden ja aneinander genäht ist. Und durch die Wendeöffnung kann man noch gut mal dazwischen greifen und hier den Boden erstmal ein bisschen ausformen und dann aber auch hier oben an der Kante, dort wo die Tunnelzüge sind für die Kordel, das kann man alles ganz gut so erreichen oder halt auch mit dem Stäbchen mal da entlang streichen. Und dann die Kanten bügeln und die ganze Tasche bügeln. Ich glaube, dafür gehe ich jetzt aber mal richtig ans Bügelbrett.
ich habe gemerkt, dass da das kleine Bügeleisen doch etwas überfordert ist, beziehungsweise dass es mir zu lange dauert. Alles ist schön glatt. Nun erstmal die Wendeöffnung schließen. Dafür lege ich die Nahtzugabe nach innen und klammer das aufeinander und nähe das knapp kantig zusammen. Dann wird noch einmal an dieser Kante entlang knappkantig abgesteppt. Die Tasche ist fertig, jetzt fehlt nur noch die Kordel. Da markiere ich mir einmal die Hälfte von der Kordel, das sind ja 2,40 Meter. Und an der Hälfte mache ich hier eine kleine Markierung mit einem Stift. Und dann kommt an das eine Ende von der Kordel Tesafilm, um die Fransen etwas zu bändigen. Und an das andere Ende kommt ein Knoten. Und bei dem Tesafilmende kommt jetzt die Sicherheitsnadel durch und dann beginne ich auf der linken Seite die Kordel hindurch zu fädeln und fädel die dann nacheinander durch jeden Tunnel, bis ich auf der anderen Seite angelangt bin. Ganz zum Schluss suche ich jetzt nun noch die Markierung und schneide den Kordel in 2 Stücke und mache noch die restlichen 3 Knoten und dann ist die Tasche fertig. Sie ist einsatzbereit und ich muss sagen, ich freue mich schon drauf, sie mit in den Urlaub zu nehmen und auch überhaupt auch hier mit zum Schwimmen. Ich hoffe natürlich, mein Schnittmuster Strandtasche Salsa gefällt dir. Sie kann natürlich nicht nur für den Strand benutzt werden, auch zum Shoppen oder Sport ist sie bestimmt halt ein guter Begleiter. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du es heute machst und mir ein Abo da lässt. Vielen Dank fürs Zuschauen und falls du die Tasche nähen möchtest, dann wünsche ich natürlich viel Spaß beim Nähen. Das Schnittmuster ist in meinem Shop erhältlich. Dort biete ich natürlich auch noch viele andere Schnittmuster an. Einige davon sind auch Freebooks. Es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuklicken. Also nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!